Du hast die Diagnose bekommen von einer Lumboischialgie. Das heißt, dass der Ischiasnerv in irgendeinem Punkt von seinem Verlauf gereizt ist. Und dadurch entstehen ausstrahlende Schmerzen, die von der Lendenwirbelsäule nach unten Richtung Bein gehen. Der Ischiasnerv wird von unterschiedlichen Nervenwurzeln auf unterschiedlichen Höhe von einer Lendenwirbelsäule geformt. Diese Nervenwurzeln vereinigen sich und dadurch entsteht dann der Ischiasnerv. Und diesen Nerv versorgt dann die Muskulatur und die Haut nach unten Richtung Bein. Wenn diesen Nerv entweder auf der Lendenwirbelsäulehöhe durch den Bandscheibenvorfall oder weitere Strukturen an der Lendenwirbelsäule geärgert oder gereizt wird, entstehen Schmerzen. Jede weitere Struktur, wo diese Nerven verlaufen, können dafür sorgen, dass du Beschwerden in ausstrahlender Form von der Lendenwirbelsäule zum Bein hast. In diesem Video zeige ich dir, wie du herausfinden kannst, ob die Bandscheibe die Struktur ist, was diese Nerven reizen, und wie du mit einer Übung Linderung für deine Beschwerden schaffen kannst und die Ausstrahlung reduzieren kannst. So, jetzt ist der Test. Wenn dein Ischiasnerv eher auf Höhe der Lendenwirbelsäule jetzt gereizt wird, dann sind deine Schmerzen im Vordergrund und die Taubheitsgefühl ist eher ein bisschen geringer. Und ganz wichtig ist jetzt diesen Test. Du stellst dich hüftbreite mit den Knie auseinander und versuchst in dieser Position einfach vorwärts zu kommen. Und dann komplett aufrecht und wieder beugen. Du beugst so weit wie du kannst und wiederholst es mindestens 5 Mal. Und jetzt ist der entscheidende Faktor. Wenn deine Schmerzen durch das Vorwärtsbeugen schlimmer wird, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Beschwerden oder diese Reizung auf Höhe der Lendenwirbelsäule ist und nicht danach, wenn der Nerv schon geformt ist. Wenn es so bei dir ist, du ganz akute Rückenschmerzen hast, die ausstrahlen ins Bein, dann machst du diese Übung. Aus dem Mackenzie-Prinzip geht man davon aus, dass wenn eine Bandscheibe aus der Wirbelsäule raustritt, da in diesem Bereich der Nerv ärgert. An allererster Stelle solltest du versuchen, deine Lendenwirbelsäule wieder in die Streckung zu bringen. Und dadurch, durch diese Extensionshaltung, assoziiert mit der Bauchlage, würde einfach die Schwerkraft dafür sorgen, dass das Bandscheibenvolumen wieder nach innen kommt und dadurch der Druck auf der Nervenwurzel wieder geringer wird. Das heißt, wenn du akute Ischiasschmerzen hast, solltest du als allererstes einfach auf der Bauchlage gehen. Und dafür kannst du, wenn du zu starke Schmerzen hast, erstmal ein Kissen unter dein Becken legen, schon ein bisschen höher sein. Und du solltest versuchen, einfach in dieser Position erstmal liegen zu können. Wenn du da erstmal jetzt halt schon liegen kannst und in dieser Position die Ausstrahlung vermindert wird, dann hast du schon die Hälfte der Miete. In weiterer Phase solltest du dann den Kissen wegnehmen und einfach mit dem Kopf nach unten komplett auf dem Bauch liegen zu können. Du solltest die Bauchlage 5 bis 10 Minuten annehmen. Wichtig dabei ist, dass die Ausstrahlung ins Bein, das ist der Hauptfaktor, der soll jetzt weniger werden. Wenn du jetzt schmerzfrei in dieser Position bleiben kannst, dann versuch mal deine beiden Unterarme nach vorne. Die Fingerspitze zeigen wir jetzt nach vorne. Und wichtig dabei ist, dass du die an den Unterarm stützt und nicht deine Rückenmuskulatur dafür nutzt.
Versuche mal diese Position einfach einzunehmen. Dadurch hast du jetzt eine Überstreckung von der Lendenwirbelsäule und die Schwerkraft wird dir dabei unterstützen, dass der Bandscheiben wieder zurück zur originalen Stelle kommt, bzw. dass es schneller von deinem Körper abgebaut wird. Jetzt versuch mal in dieser Position für noch weitere 5 bis 10 Minuten zu bleiben. Durch diese Bauchlage, die du jetzt mindestens 5 bis 10 Minuten eingenommen hast, sollten deine Ausstrahlungsschmerzen schon weniger werden. Wichtig dabei ist es, dass die Ausstrahlung weniger wird. Wenn die Schmerzen jetzt sich an der Lendenwirbelsäule fokussieren, ist es ein richtig gutes Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist, um deine Beschwerden bald wieder loszuwerden. Wenn es denn auch so sei, dann fängt die Übung erstmal an. Du drehst die jetzt halt zu einer Wand hin, deine Füße sind hüftbreit auseinander und du gehst jetzt in den Unterarmstütz an der Wand. Du legst deinen Ellenbogen und Schulter in ungefähr 90 Grad. Wichtig dabei ist, dass dein kompletten Unterarm, der soll jetzt an der Wand bleiben. Deine Finger zeigen nach oben, das machst du auf die beide Seiten. Und jetzt versuchst du ganz bewusst dein Becken soll nach vorne Richtung Wand bewegt werden. Du gehst so weit wie du kannst vorwärts mit deinem Becken Richtung Wand. Dadurch, durch diese Hohlkreuzhaltung bzw. eine Extension von deiner Lendenwirbelsäule, aktivierst du die Muskulatur, die Streckungsmuskulatur, und du sorgst dafür, dass der Bandscheiben, die jetzt an deiner Nervenwurzel reizen, wieder reduziert wird. Wiederhole diese Übung 12 bis 15 Mal und versuche dabei jedes Mal ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, dass dein Becken Richtung Wand bewegt wird. Wenn es jetzt für dich ein bisschen schon leicht ist, dann kannst du mit deinen Füßen ein bisschen weiter nach hinten gehen und du erhöhst den Bewegungsausmaß. Du gehst so weit wie du kannst nach vorne und dann wieder zurück. Bewegst dein Becken Richtung Wand hin und dann wieder zurück. Wenn deine Ischias-Beschwerden davon kommen, dass es in der Lendenwirbelsäule ein Bandscheibenvorfall ist, bin ich mir sicher, dass diese Übung dir helfen wird, dass deine Ausstrahlungsschmerzen weniger wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Nicht zuletzt kann der Ischiasnerv auch in anderen Höhen gereizt werden. Das heißt, nachdem die Nervenwurzeln sich vereinigt haben und dann der Nerven als Ganzes schon entstanden ist. Dafür sind häufig die Muskulatur selber verantwortlich. Und dafür gibt es als nächstes ein neues Video.